Schauen wir uns die besten Stürmer der Welt an, dann merken wir, dass fast alle eine Gemeinsamkeit haben, und zwar sind sie überragend in der Box. Das bedeutet, ihr Strafraumverhalten, ihre Positionierung im Strafraum ist sehr gut. Wie wir uns im Strafraum verhalten können, das will ich heute in diesem Video erklären. Der Strafraum, insbesondere der Bereich zwischen 5er-Linie und 16er-Linie, ist ein Bereich, in dem sehr, sehr viele Tore fallen. Warum? Ganz klar, wir sind sehr nah vor dem Tor, wir sind in einer zentralen Position, können also sowohl links als auch rechts ins Tor schießen und viele Flanken, viele Pässe enden einfach in diesem Bereich. Heute gehen wir näher auf das Freiräumen von der Zone ein und auf den ersten Pfostenlauf. Der Laufweg ist natürlich sehr simpel, aber wir müssen als Spielerinnen oder Spieler Kleinigkeiten beachten, damit wir den Laufweg und das Ziel des Laufwegs wirklich erreichen. Um den Gegner zu binden, also um ihn wirklich mitzuziehen, müssen wir auch sehr, sehr authentisch sein bei diesem Laufweg. Also wir müssen den Laufweg so verkaufen, als würden wir wirklich den Ball wollen. Ich persönlich, wenn ich als Spieler auf dem Platz stehe, arbeite auch wirklich mit Kommandos, mit Sprache. Also dass ich meinem Mitspieler wirklich zurufe, ja jetzt oder ja hier, dass der Gegenspieler auch wirklich denkt, dass ich den Ball will, obwohl ich persönlich weiß, dass ich natürlich den Ball nicht will, sondern nur den Gegenspieler mitziehen will. Ich weiß, ziemliche Fuchsaktion. Eine andere Art, wie wir das Ziel erreichen können, ist, indem wir mit Körperkontakt mit dem Gegenspieler arbeiten. Also, dass wir bewusst unseren Körper reinstellen, um den Ball dann letzten Endes durchzulassen auf unseren Mitspieler oder unsere Mitspielerin. Hierfür gibt es ein richtig geiles Beispiel, und zwar der Traumkonter von Belgien gegen Japan. Da müsst ihr mal am Ende auf Lukaku achten, was der mit seinem Gegenspieler macht. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass der Ball von außen direkt auf uns kommt und wir wenig Möglichkeiten haben, den Ball einfach durchzulassen für unseren Mitspieler oder unsere Mitspielerin. Was können wir dann machen in dieser Situation? Klar, wir können selbst den Abschluss suchen. Natürlich ist der Winkel etwas spitzer, deshalb haben wir zum Beispiel die Möglichkeit zu probieren, mit einem hohen Schuss aufs kurze Eck den Torwart zu erwischen. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir den Torwart beobachten. Manchmal ist es auch so, dass der Torwart die Beine offen hat, und wenn wir das bemerken, können wir ihm auch einen schönen Tunnel schieben. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass wir unseren Arm rausstellen, wieder mit dem Körperkontakt mit dem Gegenspieler oder der Gegenspielerin arbeiten und dann mit dem gegnerfernen Fuß den Ball annehmen, uns etwas Platz verschaffen und dann aufdrehen können und dann selbst abschließen. Oder letzte Möglichkeit, die ich noch zu sagen habe, ist, dass wir probieren, mit unserer Außenseite den Ball so weiterzuleiten, dass er letzten Endes dann doch wieder bei unserem Mitspieler im Rücken ankommt. Welche Möglichkeiten kennt ihr noch, um ein Tor zu erzielen, wenn der Ball, so wie gerade eben, von außen in den Strafraum reinkommt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mal schauen, welche kreativen Lösungen euch einfallen. Wenn es wieder auf den Platz geht, könnt ihr das dann hoffentlich umsetzen. Bis dahin geduldig bleiben und selbst weiterbilden. Wir sehen uns.